Moin, liebe Leute. Ich sitze heute mal im ganz anderen Fahrzeug, zusammen mit Ralf. Da drüben ist er. Moin. Dieses Fahrzeug hat Ralf selber ausgebaut. Wir gucken uns das heute mal richtig an, denn er hat mich tatsächlich mit ein paar Fotos, die er mir mal per E-Mail geschickt hat, so leckerfritzig auf das Fahrzeug gemacht. Das mache ich jetzt auch mal und zeige euch schon mal so einen ersten kleinen Preview, was wir hier gleich zu sehen kriegen. Und auf was für einem ich bin eben schon, wir schnacken jetzt schon eine Stunde oder was schnacken wir schon locker hier, ne? Eine Stunde. Wir haben also eine Stunde lang das Auto eigentlich schon einmal von links auf rechts gedreht und haben alles einmal durch. Aber ist natürlich für mich gut, ich weiß jetzt, wovon ich rede und was wir hier jetzt in diesem Auto gleich alles zu sehen bekommen. Wir sind übrigens bei Schiedwetter in Kiel. Da seht ihr ein bisschen Kieler Förde, ein paar Boote sehen wir hier gleich. Ne? Wir machen auch eine Außenrunde ums Fahrzeug. Kriegt ihr auch, ne? Wir fangen hier vorne an, denn wir sind hier gerade an den Ort des Geschehens gefahren. Und Ralf hat jetzt ja hier ein Fahrzeug, ein Basisfahrzeug. Da wollen wir uns als erstes mal einmal mit auseinandersetzen. Basisfahrzeug ist ein Ford Transit. Welche Länge hast du hier jetzt? 6,70 Meter. 6,70 Meter, also das ist schon ein ordentliches Geschütz. Das ist schon. Da kriegt man schon ein bisschen was drin unter. Ja, Ne? genau. Ist ein Heckantrieb. Das ist ein Heckantrieb, genau. Baujahr? Baujahr 2015. Das finde ich wirklich toll am Ford Transit. Der ist ein bisschen mehr PKW-like hier. Wenn man sich das Ganze jetzt hier so im Cockpit vorne anguckt. Ganz viele kleine Ablageflächen. Alles gut bedienbar. Das Lenkrad hat wirklich so eine Anmutung auch. Da vorne nochmal mit einer 12-Volt-Steckdose USB. drin. Ne? Ja. Das Lenkrad hat wirklich so PKW-Anmutung. Hat jetzt runter 175.991 zum Zeitpunkt des Drehs. Aber du hast einen Austauschmotor drin mit Nachweis, ne? Genau, nachweislich vom Vorbesitzer, Original Ford Austauschmaschine. Die hat jetzt knapp 100.000 gelaufen. Ja. Und jetzt gehen wir erstmal in eine Außenrunde bei Schiedwetter. Aber er hat einen großen Regenschirm. Ihr seht übrigens hier im Hintergrund Seefischmarkt Kiel. Also ich erzähle euch keinen vom Pferd. Wir sind hier wirklich an der See. Ne? Hier hast du auch wirklich Wert auf die Details gelegt. Hier, wir haben rundrum um das Fahrzeug Heo-Safes. Ne? Wir haben da Da sind sie von innen drin auf beiden Seiten. Da haben wir das Ganze hier zur Hecktürsicherung. genau. Außenanschlüsse hast du auch einiges gemacht. Wir haben einmal hier die Einspeisung 230. Wir haben hier einmal, Truma. da ist eine Truma 4E verbaut mit Elektro. Ja, Gas. also bei Landstrom kann der quasi Genau. komplett über Landstrom heizen. Genau. Das kann meiner nicht. Ich muss immer das Gas nehmen. Ne? Das ist die Außendusche, Oh ja. kalt und warm. Also kann man auch regeln, also nicht nur kalt. Coole Omnistore. Mit Beleuchtung sehe ich Mit schon. Beleuchtung, genau. Dann habe ich da noch so einen Gummistreifen, so eine Regenrinne Hier, angeklebt. ich habe es zuerst gar nicht gesehen, aber hier, damit ne? das nicht runterläuft und, Und wenn direkt, die Tür mal wenn die auf Tür ist, offen ist, genau. dann direkt reinregnet ins Genau. Fahrzeug. Ich finde den Ford tatsächlich auch von der Frontansicht her wirklich ein sehr, sehr schönes Auto. Ich habe da so ein bisschen paar Edelstahl. Oh ja, guck, das ist überhaupt nicht ich Serie hab da, hier, ne? Nein, das habe ich Das ist- angemacht, auch unten an den Nebelscheinwerfern. Den Anschluss haben wir noch, das ist der Frischwassertank. Ah ja, hier kommt also das Ja. Frischwasser dann entsprechend rein. Aber ich muss noch was zeigen. Das ist der 110 Liter Abwassertank ja. und der hat ein elektrisches Ablaufventil. Am Sitz habe ich den Schalter verbaut und dann geht das Ventil auf. Man hört die. Und dann braucht man nicht aussteigen. Und vorne, wenn du mal in die Mitte da filmst, da geht die rote Da Lampe geht an. die rote Lampe an. Alleine das jetzt, die Lampe und das alles waren 4 Stunden. Ist immer irre, ne? Also diese ganzen kleinen Details, Ja. das frisst so viel Zeit. Ich Ja. habe ja selber auch mal mit den Gedanken gespielt, bevor das schwarze Schaf da war, dass ich gesagt habe, ich will mal an Selbstausbau ran. Aber man unterschätzt das schnell, wie viel Arbeit da dran Ja. steckt. Ne? Was ich nämlich gesehen habe hier, wir haben eine Luftfederung. Hier Genau. sehen wir nämlich gerade die ganzen Armaturen für Auch die das, Luftfederung. genau. Und da sind wir auch schon beim Thema.
Das hat er mir nämlich eben gerade im Vorgespräch erzählt. Wir machen jetzt die Kurzfassung. Wir machen nicht die Langfassung, die wir eben gehabt haben. Ja, Da klar. hast du eine ordentlich lange Story gehabt, ne? Mit, Ja. mit Auflastung, weil das Genau. Fahrzeug hatte ursprünglich 3,5 Tonnen. Genau. Und mit den ganzen Möbelaufbauten, die dann reingekommen sind, war der erste TÜV eigentlich bereits nicht mehr machbar. Nee. Ne? Also wie man sieht, ich bin Handwerker, ich renoviere Häuser und Wohnungen und dementsprechend baue ich natürlich immer sehr stabil. Und ich habe dann ein bisschen zu stabil gebaut. Und Sehen wir gleich. ja, ich musste das Fahrzeug auflasten auf 3.850 Kilo. Ja. Und ja, dementsprechend ja, Haben wir jetzt Luftfahrwerk drin entsprechend, Luftfahrwerk damit das Ganze drin. dann auch Ja. TÜV-tauglich ist. Und, Damit hat er dann jetzt auch den TÜV gekriegt. ja. Und, Wie viel Zuladung haben wir jetzt noch? ungefähr 400 Kilo. Das ist eigentlich so die Größenordnung, das haben wir Ja. bei ganz vielen Wohnmobilen. Ist immer noch nicht luxuriös, Nee. aber wir haben auch da drin einen Ausbau, der sich wirklich sehen lassen kann dafür. Das muss man dann auch wieder irgendwo dann gegenrechnen. Oder? Ja, genau, das stimmt. Ja, wir haben 2 Solarplatten, 320 Wattstunden oder Watt Watt-Peak. Watt-Peak, die Watt-Peak-Leistung. 320, genau. Ja. Watt-Peak-Leistung, weil ein Solarpanel immer mit Watt-Peak-Leistung angegeben ist. Das ist also die Spitzenleistung, die ein Solarpanel normalerweise so erzeugen kann. Wenn die Sonne entsprechend gut scheint, dann kann also ein 320 Watt Peak-Panel insgesamt tatsächlich so um die 320 Watt pro Stunde erzeugen. Das ist so die Größenordnung. Real hat man meistens weniger, weil man hat Ja. manchmal so ein Wetter wie jetzt Ja. gerade. Also jetzt würden wir wahrscheinlich, hast du drin irgendwo was, wo man es ablesen kann, wie viel Grad Ertrag da ist? Ja, Ja, dann können wir gleich noch mal Alles gucken. drin. Ne? Aber ich würde jetzt mal aus dem Bauch heraus schätzen, 30 Watt. So, Gut. Batterietechnik, was hast du da drin? 280 Ampere-Stunden. Ja. Also man kann E-Bikes aufladen, Ja. das war für uns wichtig. Jetzt wird mir allmählich kalt. Und ihr seid bestimmt auch neugierig jetzt auf den Innenraum, ne? Weil ich habe ja einen kleinen Preview habe ich euch ja schon gegeben. Ja. Und ich habe schon einen ganz langen Preview gehabt. Wollen wir kurz hinten anfangen? Fangen wir hinten an. Da ist ja schon der Innenausbau, da geht es ja schon los damit, ne? Also erstmal eine Vollverkleidung. Ja. Hier hat Ralf wirklich absolut aufs Detail geachtet. Auch an solche Kleinigkeiten hier. Das ist nämlich der Öffner, der hier unten rangeht und damit das Entriegeln Die Notentriegelung für aus nachts. dem Bett heraus ermöglicht. Ne? Also hier hat man auch seinen Notausgang zugänglich. Ja, genau. Das ist ja wichtig nachts. Ja. Und eben auch Einbruch, Schutz. Ja. Ein normaler Edelstahlhaken aus dem Bootsbereich, das passt. Der dann hier eben eingehakt wird. Da kommt keiner mehr. Ganz einfach. Hier haben wir die 230 Volt Steckdosen. Da kann man also direkt dann die Genau. Akkus fürs Pedelec dann zum Beispiel laden. Genau. Hier haben wir den Gaskasten. Gaskasten, Aluflasche mit Crash-Sensor Ja. Da ist die Monocontrol. oder Monocontrol, genau. Hier ist der Frischwassertank drin, hier Ja. unter, 110 Liter. Ja. Na? Abwassertank habe ich ja eben schon mal einmal Abwassertank gefilmt. draußen. Hat auch 110 Liter. Genau. Das heißt also, Auch das, 110, was an 110, Frischwasser ja. drin ist, kann auch komplett in den Abwassertank rein. Es ist genug Platz Genau. Und seitlich, man kann oben den Deckel abnehmen, man kann die seitlichen Deckel abnehmen, man kommt an die Heizung, an die ganzen Schläuche. Das ist ja wichtig. Ja, und dann habe ich gedacht, du musst ja auch überall die ganzen Sachen unterbringen. Ja. Ne? Und alles so reinschmeißen und lose Kisten ist nicht. Und dann habe ich noch einen kleinen Schwerlastauszug eingebaut. Da hinten sind Jo. die Unterlegkeile, die passen auch genau dahinter. da. Griff hier hinten. Ne? Zack. Und das Ganze Zack, ist wieder und verstaut. drin. Rückfahrkamera haben wir. Auch gerade bei so großen Fahrzeugen für mich immer ein ganz wichtiges Thema. Ohne Rückfahrkamera so ein großes Geschütz Genau. zu rangieren, Ja. ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, ohne eine zweite Person zu haben. Ganz wichtig. Die Rückfahrkamera gibt einem da doch einiges an Sicherheit wieder. Wer denkt bitte schön daran, hinter einer Verkleidung alles hier nochmal sauber, stofflich dann zu verkleiden, dass das also auch wirklich Hand und Fuß hat. Da guckt ja normalerweise hinter den Brettern, guckt ja normalerweise keiner mehr. Nee. Da hätte man also Nee. auch das viel, viel simpler machen können. Ja. Aber hier ist wirklich Ausbau auf ganz hohem Niveau. Damit hat er mich auch nach Kiel gelockt. Das gebe ich ganz offen zu. Die Fotos, die haben mich da schon getriggert. Wir sind schon seit einem halben Jahr in Kontakt, Ja. weil das zeitlich immer nicht gepasst hat. Genau. Aber es hat mich getriggert, dass ich gesagt habe, das muss ich mal in Natura sehen. Das war. Die Platte in der Mitte kann man rausnehmen. Das ist eine Durchreiche, Ja. wenn man Surfboard
Surfboard geht da Oder rein. Der Mast für Ikea. Surfboard geht da rein. Ikea-Schränke gehen Ja. da rein. Kann man da einmal durchschieben, Ja. das Ganze. Dann geht es von der Außenrunde in die Innenrunde. Wenn man jetzt im Dunkeln raus muss, dann habe ich hier den Knopf, den Schalter für die Außenbeleuchtung und habe gleichzeitig hier unten eine, Die Trittstufe ist beleuchtet. wenn man selbst im Sommer, wenn man barfuß ist, dann ist es einfach, ich mag das nicht oder wir Ja. mögen das nicht, wenn, Ja. wenn das kalt ist. Und dann habe ich mir extra speziellen Teppich ketteln Das lassen, alles Ist ja auch zuschneiden lassen. passgenau zugeschnitten Pass- und gekettelt. Passt, genau. Das ist nur so eine Fußmatte für jetzt. Ja, für Wenn man- einmal schnell. Ne? Genau. Ja, ich habe dann gedacht, ich verkleide das Ganze und habe dann hier unten jetzt eine Klappe eingebaut. Ja. Und man kann jetzt hier eigentlich für Schuhe gedacht, Ja. dass man hier eben Gartenklocks, Straßenschuhe, das kann man jetzt so alles reinschieben. Alles sauber drin unterbringen Ja. kann. Ne? Was mir an dieser Lösung gefällt, wir haben hier mal einen ganz anderen Grundriss. Hier haben wir nämlich hier vorne das Badezimmer, da kommen wir auch gleich noch zu. Alles ganz sauber verkleidet. Wir haben hier Kleiderhaken, dass wir also die Jacken, wenn wir reinkommen, gleich aufhängen können. Und wir haben eine thermische Abtrennung nach vorne, denn die Fahrgastzelle vorne ist oftmals die Kältebrücke schlechthin für das Fahrzeug, dass über die genau. Scheiben hier Genau. ganz viel Kälte reinkommt. Das können wir hier thermisch abtrennen. Aber obwohl wir die Zweierbank erhalten haben, haben wir hier immer noch notfallmäßig die Möglichkeit, dass Ja. man ohne das Fahrzeug zu verlassen müssen, Wir können hier die die Kopfstützen rausnehmen und dann Genau. kann man nach vorne durch. Ne? Und ich finde auch die Zweiersitzbank, ich habe ja eben selber drauf gesessen, auf der äußeren Seite, Die Sitze. ultra bequem, ultra gemütlich, nicht verkehrt. Und man hat damit insgesamt 3 eingetragene Sitzplätze, mit denen man fahren kann. Ja. Ne? Und Sitzheizung. Auch auf Auch der nochmal Sitzheizung für alle, für jeden für Popo. alle Sitzheizung. Ja. Na, Ist mal eine ganz andere Lösung, finde ich wirklich gut. Habt ihr das gesehen? Er hat keinen Bock da jetzt die Kopfstütze wieder reinzufummeln. Alles gut. Weg damit, Schmidt weg. das mache ich nachher in Ruhe. ja, Ja. dann Kleiderhaken kann man Da immer auch noch mal, gebrauchen. hier mache ne? ich jetzt einfach mal auf. Hier haben wir also auch das Staufach oben da drüber. Mit Strom, wir haben hier einmal 230 Volt. Hier auf der Seite haben wir nochmal eine 12 Volt. Dahinter hattest du gesagt, da ist der Antennenanschluss Da für sind- LTE und alles Da drin. ist eine LTE-Antenne oben auf dem Ja. Dach drauf und da liegen die ganzen Anschlusskabel. Ja, Dass einen man Router hier hast du da jetzt aber noch nicht dran. Nein. Na, Router wäre dann noch entsprechend die Lösung, aber da ist ja massig Platz, den hier auch unterzukriegen. Genau. Ich muss auch dazu sagen, also hier hat noch keiner drin geschlafen. Also Ja. das Fahrzeug ist noch jungfräulich. Ja, Ne? das ist irre. Ne? Also es ist noch nicht benutzt. Aber es ist wie so oft, er ist einer von dieser Typ Bastler. Und Bastler ist wirklich, das ist eigentlich ein Schimpfwort an der Stelle. Das Ja. wird dem nicht gerecht. Ich habe mir das Auto ja schon angeguckt. Der hat so viel Liebe dafür, dass er sagt, also jetzt, wenn ich jetzt ja damit fertig bin, dann habe ich ja gar nichts mehr zu tun. Jetzt will Genau. er eigentlich ans nächste Projekt ran. Genau. Das ist so der ganze Hintergrund. Ja, Weshalb da jetzt so im Raume steht, ja, entweder man nutzt es jetzt dann doch noch mal selber genau. oder man hat das Glück, dass jetzt vielleicht wirklich sich der Richtige unter euch findet, der sagt, das ist genau das Auto, auf das ich gewartet habe. Genau. Der es auch so schätzen weiß. Ja. Ne? Wir haben hier nämlich auch vom Möbelbau her, hier sehen wir es gerade mal exemplarisch, wirklich hochwertige Möbelplatten. Die sind natürlich auch mit ihrem Gewicht versehen, das darf man nicht vergessen. Aber das war für dich eine ganz wichtige Geschichte, weil du eben auch aus dem Bereich kommst, Ja. dass du gesagt hast, lieber habe ich ein bisschen mehr Gewicht und muss das Fahrzeug auflasten, aber dafür habe ich eine Bauqualität eigentlich für die Ewigkeit. Es ist wirklich, es ist stabil. Ja, das kann hier richtig was ab. Ja. Und zwar alles. Also, das kann Alles, was man hier sieht. Ne? Ich habe hier mal so ein schönes Beispiel. Er hat sich auch über die Optik sehr viel Gedanken gemacht, weil hier haben wir jetzt die Flächen weiß. Das ist extra vom Lackierer. Ja, das beige. Beige. Das ist jetzt, Beige. genau, das ist jetzt so beige. Ne? Genau. Ist also extra die Platte in diesem Beige dann lackiert worden, damit Genau. man hier eine Grundfarbe hat. Aber wenn jetzt alles beige ist, dann fängt das irgendwann ja an, wie ein Langweilig Krankenwagen zu werden. Ja, auszusehen. genau. Also haben wir eine Unterbrechung plötzlich optisch und haben an dieser Stelle jetzt einfach mal dann einmal eine Platte, die in der Naturfarbe geblieben ist, um das Ganze optisch nochmal zu unterbrechen. Und auch die Soft Close. Leselampe hier hinten drin. Da, jetzt kann ich richtig aufblenden, seht ihr vielleicht in der Kamera. Und die ist richtig hell. Also
Ich bräuchte sie schon in der dunkelsten Stufe, wird sie für mich schon zum Lesen reichen. Ja, das langt auch. Ja. Ich habe sie noch nicht ausprobiert zum Lesen. Auch hier oben der Dachhimmel, alles ganz sauber mit Alcantara. Wie viele Sorten Alcantara, er hat mir nämlich vorhin erzählt, Alcantara mit dem ersten Stoff war nicht zufrieden, mit dem zweiten Stoff war nicht zufrieden. 3 oder 4 Stoffe habe ich gebraucht, bis ich es endlich leiden mochte. Bis der innere Schweinehund gesagt, ja, die Farbe ist mir genehm. Bis der Farbton stimmte. 2 Flammen finde ich total ausreichend. Ja, das ist das. 3 Flammen Kochherd in einem Kastenwagen, also in Wohnwagen, die haben mehr Platz, da geht das leichter, aber man will hier auch noch durchgehen können. Wenn man also das vernünftig mit 3 Flammen haben will, die Dinger, die ich gesehen habe, da waren meistens 2, 3 Flammen, Ja, aber da konnte ja, man gar keine ja. 3 Töpfe draufstellen. Da konnte man dann sich überlegen, auf welche der Flammen man einen Topf stellt. Genau. Die hier sind groß genug, sind weit genug auseinander, die kann man auch wirklich beide benutzen. Und hier sind 3 große Schubladen. Alles Richtig aus dem Küchenbedarf. Aus dem Küchenbereich. Na? Groß und tief, da geht richtig was rein. Wenn ich hier übrigens von 230 Volt Steckdosen rede, wir haben hier einen Wechselrichter drin, einen Spannungswandler, Genau. der permanent die hier unter Feuer hält. Das heißt, ihr habt im ganzen Fahrzeug habt ihr 230 Volt durchgehend mit einer Netzvorrangschaltung. Das heißt, wenn jetzt außen Landstrom anliegt, dann wird der Landstrom durchgeschliffen. Genau. Wenn der Landstrom weggeht, dann wird direkt auf die Batterie, auf den Batteriestrom umgeschlüsselt. Genau. Also man hat immer. Aber der Wechselrichter an sich ist schaltbar. Ne? Den lässt du nicht die ganze Zeit laufen. Der hier oben ist die Schaltzentrale. Die Technikzentrale. Die Technikzentrale. Also angefangen hier mit dem Max-Van, der da hinten eingebaut ist. Da kommen wir gleich noch zu, genau. Dann haben wir hier einmal von Votronic, die muss man einmal anmachen. Ja. Genau. Dann sieht man auch ein bisschen Da was. kann man einmal die Wasserpumpe steuern, an- und ausmachen, Ja. weil wenn nachts ein Abfall ist in den Leitungen, dann wird sie immer wieder anlaufen. Ja. Und dann unterm, Also eine Bett ist das nicht, das ist nervig, ne? Ja. Hast also eine Druckwasserpumpe dann drin? Ich habe eine Lilly-Pumpe drin, Ja. eine große. Ja, alles klar. Genau. So, und dann habe ich hier eben die Bordbatterie und die, da ist sie. Das ist die Starterbatterie vorne, dann hier die Aufbaubatterie und dann haben wir hier die Frischwasser- und Abwassertank und hier ist dann die Bedienung für die Truma. Für die iNet Truma Ready. Ne? Genau. Hier ist, das ist der Wechselrichter. Da haben wir ihn, da ist er schaltbar. Ne? Jetzt ist er an. So, jetzt haben wir auch wirklich Dampf drauf. Genau. Jetzt zeigt er auch gleichzeitig, wie viel Volt Genau. ist eigentlich jetzt im Bordnetz, was steht da zur Verfügung. Genau. Und dahinter ist auch von Victron, da ist auch der Ladebooster und der Solarregler ist auch von Victron. Alles ein bisschen. Das heißt, da müssten wir jetzt ja eigentlich sehen, wir hatten ja vorhin Ja. die Solarpanels, ne? Wie viel Also- Wattleistung jetzt gerade reinkommt. Er zeigt jetzt 17 Watt an. Da war ich ja mit meinen 30 Watt Ja. gar nicht so verkehrt. Nein. Ne? Nein. Aber was ich jetzt festgestellt habe, ich bin ja nun auch nicht der Reisemobil-Profi, Ja. Wenn die Batterie voll ist, Ja. lädt er auch nicht so viel. Wenn die Batterie jetzt, Das ist auch tatsächlich so. dann klettert er nämlich hoch. Ich habe Ja. das nämlich bei Sonnenlicht jetzt die letzten Tage. Die Batterie ist ja immer voll, weil ich ja keine Verbraucher habe. Ja. Dann hat er auch nicht mehr. Ja. Aber ich hatte dann letztes Wochenende, waren wir mit dem E-Bike unterwegs und dann denke ich immer, okay, du musst ja nicht im Haus anschließen. Du kannst ja auch hier den Natürlich. Solarstrom, der ist ja umsonst, Ja. benutzen. Und dann lade ich immer die Akkus hier im Wohnmobil. Ja. Und dann sieht man natürlich, wenn die Batterie langsam... Der saugt natürlich auch dann, richtig. Dann geht er hier hoch und dann hat er 70, 80, 90 Ja. und dann schießt er natürlich hoch. Ne? Aber das siehst du richtig. Das ist nämlich tatsächlich genau so. Ja. Wenn man eine AGM-Batterie, hier sind ja AGM-Batterie verbaut, wenn man die auf 90% hat, die letzten 10%, die kriecht er nur hoch. Ja. Die ist der Solarladeregler, Genau. dem ist ja auch gesagt worden, sozusagen über Einstellung, ne, für was ist Genau. der jetzt gerade eingestellt. Genau. Und dann macht er von der Ladekurve, wenn er eine gewisse Voltzahl erreicht hat, sagt er, oh, AGM ist jetzt schon fast voll von der Voltzahl her, dann Genau. reduziert der ganz massiv. Das heißt, der nimmt gar nicht mehr alles das, was auf dem Dach angeboten Der regelt wird. dann ab. Ne? Der regelt dann ab. Genau. Das sieht mir fast so aus, Revisionsklappe. Man Also- kann das öffnen. Also es ist so,
Dazu muss man hier diese Klappe einmal kurz rausnehmen, das geht Ja. ganz schnell. Und dann kann man nämlich das hier losmachen. Ja. Und da ist die gesamte Elektrik, dass man Ja. da rankommt, Ja. die ist da eben hinter. Wir werden das auch gleich nochmal in der Nasszelle sehen. Da hat er nämlich auch an diese Details gedacht. Dass man irgendwann, wenn man es zusammenbaut, denkt man, ja gut, ist da drin und fire and forget. Hier ist aber überall dran gedacht worden, man muss auch mal was reparieren. Man muss auch mal irgendwo nach einem Fehler suchen können. Ja. Man kommt an alles wieder ran, um zu warten, um zu tauschen. Also da ist wirklich auch richtig Gehirnschmalz reingegangen in diese Art des Aufbaus hier. Schiebefenster. Ja, Ne? Das auch richtig groß und hell. Also Auch- wenn wir hier ist ja so eine kleine Sitzgruppe, habt ihr wahrscheinlich noch gar nicht gesehen. Wir haben ja also eine gegenüberliegende Zweiersitzbank, wo man dann den Tisch hin und her schieben kann. Dann kann ich mich hier ganz gemütlich hinsetzen, dann Jo. schiebst du den Tisch ein Stück und dann kannst du dich und ganz das gemütlich die hinsetzen. beiden Decken jetzt hier. Ja. Hat er gerade dick gesagt? Ich habe heute noch nichts gegessen. Ja, und so sitzen wir denn hier. So, Ja, gleich kommt Ja. der Pizzaservice und dann man können sitzt wir wirklich reinhauen. absolut rund. Ich habe hier sogar noch meine Ablagefläche hier und alles. Ne? Ja. Auf der anderen Seite habe ich die Matratze auch als Ablagefläche. Also man kann sich hier so richtig schön bresig hinsetzen. Sehr hell, weil wir da vorne dann das große Heki haben. Hier haben wir eben schon kurz anklingen lassen, haben wir dann den Max Air. Also nochmal eine Sache, wir haben hier nochmal die Steckdose 230, der Lichtschalter für die, Ja, so, und haben dann da drüben neben dir auch Ja. nochmal Steckdose und die Ambientebeleuchtung. Ambiente für abends wenn es ein bisschen zu gemütlich zweit, sein genau, soll. Ne? die Mit Flasche der Sekt. Flasche Sekt ist bei mir eher die Flasche Bier. Ich bin da ganz profan. Ne? Wichtig war ein Kleiderschrank. Ja, So, und ich habe jetzt hier, wenn die Frau mal ein Kleid mitnehmen möchte oder man hat mal ein Jackett, ja, da braucht man einfach einen Kleiderschrank. ich habe es vorhin schon gesagt, als wir das einmal alles durchgesprochen haben. Ich habe also bislang kein Wohnmobil auf Kastenwagenbasis gesehen, wo so ein Kleiderschrank drin untergebracht ist. Der hat ja richtig Höhe, da kann man auch richtig lange Mäntel drin aufhängen. Ich habe also und die liegen gemessen, unten noch nicht auf dem ja, Boden. ich habe alles gemessen Ja. und Klamotten ran Ja. und wie hoch muss er sein. Ja. Ja, zusätzlich habe ich hier auch mal ganz interessant, ich habe ja, bevor ich ausgebaut habe, ich habe mir viele YouTube-Videos angesehen und was mir eben aufgefallen ist, dass ganz viele Selbstausbauer eben die Wasseranschlüsse und die Armatur an der Außenwand haben. Ja. Stellen dann die Duschwand vor Ja. und schrauben alles zusammen. So, aber es kann immer undicht werden. Ja. Wie kommt man dann daran? Dann musst du die ganze Dann muss Wand alles wieder ausschneiden. auseinander. Ja, und das geht meistens nicht mehr. Ja. Und deshalb habe ich das so gemacht. Man kann hier den Deckel abschrauben und man kommt hier hinten an die Anschlüsse der Duscharmatur. Ja. Und da Und damit unten, hast du nicht Schluss gemacht, das habe ich nämlich Ja. auch vorhin noch. Die Bodenplatte hier kann man komplett rausnehmen. Genau. Weil dann kommt man unten an die Verbinder an die Verteiler. für die Wasserversorgung. Genau, Ne? auch das ist wichtig. Ja. An so einer Stelle, und das Ja. lege ich euch auch ans Herz, wenn ihr Ja. eine Druckwasserpumpe habt, irgendwo in der Nähe, da wo eventuell Wasser austreten kann. Es gibt für ganz kleines Geld bei Amazon, Genau. ich werde mal 2, 3 raussuchen und Ja. unterm Video verlinken. Die kosten So. circa 15 Euro. Ja, die kosten wirklich nicht viel Geld. Genau, und die haben so einen kleinen, sieht aus wie etwas kleiner als eine Zigarettenschachtel. Ja. Da ist ein Meter Kabel dran und dann ist dieser Messfühler, der wird einfach nur auf den Boden gelegt. Mhm. Na? Und so wie Wasser rankommt, fängt er an zu jaulen. Ja. Und dann weiß man, so, und das habe ich jetzt da, wo man nicht so 100, da hinten in der Ecke ist. Mhm. Ja. Da ist einer drin. Im Heizungsraum ist einer drin und hier unten im Kasten, Ist auch wo einer. auch Leitungen langlaufen und wo auch hier der wie heißt das, dieser Frostwächter drin ist. Ja, genau. Auch da. Also ich habe jetzt 3 Stück hier drinnen verteilt, um sicher zu gehen. Weil man, wie gesagt, an viele Stellen kommt man ja nicht regelmäßig ran. Und dann hat sieht man das nicht. sofort die erste Maßnahme, die man machen Genau. kann, wenn nämlich die Druckwasserpumpe gerade an ist, aus. Genau. Direkt ausschalten und Ja. dann kann man auf Fehlersuche gehen. Ja. Kann einen vor viel Unbildern Ja, bewahren, hier habe ich ne? auch noch was. Ja. Und zwar ist das ein Rauch- und CO2-Melder in einem. Ja, So,
der Mist. Ich vermute, Ja. korrigiere dich ungern, Ja. aber ich vermute nicht CO2, sondern Kohlenmonoxid. Entschuldigung, genau. CO2. Kohlenmonoxid-Melder. Genau. Das ist nämlich tatsächlich ein absolutes Thema. Habe ich auch im schwarzen Schaf. Ist Ja. mir ganz wichtig, dass ich einen Kohlenmonoxidwarner habe. Wir haben Genau. hier eine Trummerheizung drin. Auch wenn das gute Geräte sind, aber die können Ja. alle auch mal eine Fehlfunktion entwickeln. Das, Kohlenmonoxid ist ein stiller Mörder. Genau. Oder man kocht, man vergisst das Irgendwas, Fenster aufzumachen. ja. Ne? Man atmet hier drin. Ne? Und deshalb also auch auf Nummer sicher. Ja. So, hier Max Air haben wir schon gehabt. Liegefläche. Was haben wir hier an Liegefläche? Also es ist so, es ist ein Ausziehbett. Ja. Wir haben hier eine Liegefläche von 1,75 Meter Breite Ja. und 2 Meter Länge. Also richtig Als was Längsschläfer. für uns ne? zum Es Kuscheln. Ist tatsächlich hier zum Rausziehen gedacht. Ja. Nicht als Querschläfer. Das ist ja immer das Problem im Ford Transit, dass der durch seine Bauform, weil er Genau. so konkav zuläuft, Genau. dann immer schmaler wird und dann kriegt man dann einfach zu wenig Fläche dran rein Genau. als Querschläfer. Da braucht man dann entsprechende Verbreiterung, die man sonst an der Karosserie anbringt. Also es wird Hier ist er dann einfach als Lenkschläfer. Das Bett geht komplett nach vorne. Genau. Da, wo ich jetzt sitze, Ja. das wird noch alles komplett Bettfläche dann in dem Moment. Genau, bis hier ran. Bis hier vorne ran. Deshalb auch die beiden Schränke hier, die beiden Ablagen. Ja. Die sind nachts die Auflage für das Ausziehbett. Na, dass es das auch ausziehbare wirklich Bett. sich ablasten kann nach unten. Genau. Na? So, hier haben wir einmal die Vorrangschaltung und hier haben wir die FI-Schalter. Einmal für den Umwandler und Ja. einmal für 230 Volt von außen. Zusätzlich kann man das rausnehmen. Hier unter ist Da Der ist er, der Frostwächter. Frostwächter, der berühmt-berüchtigte. genau, dass man da rankommt. So, und hier haben wir, ich gehe mal hier rüber. Ja. Hier haben wir die, Electric Central. ja, hier haben wir die große 280 Ampere Batterie. Naja, hier ist der Ladebooster, hier Ja. ist der Solarregler, alles ein bisschen hoch dosiert, aber Ja. ich bin, wie mit dem Ausbau, lieber ein bisschen mehr Ja. als zu wenig. So, hier unter ist dann die 12 Volt Zentrale und das ist dieses spezielle, Das Teil ist für den Max-Fan da. genau, Na, das ist irgendwie, der nimmt Spannungsspitzen raus, genau. damit die Elektronik, die empfindliche Elektronik vom Max-Fan davor verschont bleibt Genau. und dann euch auch erhalten bleibt Ja. dauerhaft. Er ist auch nicht teuer, der liegt irgendwas bei 30 Euro Ja. und bevor der Max, wenn er nachher kaputt ist. Hier ist auch eine Schaltsicherung. Da seht ihr, wie Ja. das funktioniert. Der ist dann hier für den 12 Volt Verteiler, da hängen die ganzen 12 Volt Verbraucher dran. Die haben auch eben gerade angefangen zu piepen, weil du hast ihnen einmal den Strom Genau. geklaut und dann hast du ihnen den Genau. wieder gegeben. Ja. Und hier ist eben dieser das Vorschaltgerät. Batteriewächter. Der Batteriewächter, so heißt das Ding. Genau. Wenn, Der sorgt dafür, dass die genau. AGM-Batterie, das ist ganz wichtig bei AGM, damit die keine Tiefenentladung bekommt, Genau. dann nimmt die ganz schnell Schaden, Dann dass die dann rechtzeitig das 12-Volt-System komplett abschaltet, um dann eben nicht in Genau. die Tiefenentladung zu gehen. Hier haben wir auch nochmal von innen die Schottwand, die wir vorhin schon einmal kurz erwähnt hatten, als wir in der Heckgarage gestanden haben. Die kann man rausnehmen und dann passt hier das Surfbrett, Jo. der Surfbrettmast hier oder das Ikea-Regal rein. 4 Ja? Meter durchladen. Irre. Das finde ich vom Grundriss her immer ganz interessant. Das ist mal ein anderer Grundriss. Hier ist die Nasszelle bereits gleich am Beginn des Fahrzeuges. Da haben wir natürlich ganz andere Grundrissmöglichkeiten, die sich daraus ergeben. Und es ist eine sehr großzügige Nasszelle. Ne? Wenn wir uns hier die Duschwanne unten angucken, die ist also richtig aus dem Hausbaubestand. Und wie ich von dir vorhin gehört habe, perfekt abgedichtet. Ne? Ja. Es ist nicht nur hier einfach oben eine Silikonnaht gezogen, sondern damit eben kein Wasser dahinter laufen kann, auch wenn eine Silikonnaht, das arbeitet immer in einem Fahrzeug schon Genau. gleich dreimal, ist dahinter dann entsprechendes Abdichtungsmaterial. Wie war das vom Aufbau her? Erzähl das nochmal kurz. Ja, nach VOB im Hausbereich ist die Duschwanne rangeklebt an die Außenwände. So, und dann mit Flüssigdichtung sind die Wände behandelt worden, Ja. auch nochmal. So, dann habe ich das Ganze hier mit seewasserfesten Das ist hier diese Kunstleder. graue Farbe, die so Kunstleder-Haptik auch hat tatsächlich. Also wenn man das anfasst, Ja. das fässt sich auch wirklich so wie so ein Kunstleder-Kunststoff so ein bisschen an. Ne? So, und dann- Weil man natürlich auch wasserfest. Und dann eben kommt die letzte Abdichtung. Ja. Das ist dann nochmal die Silikonfuge.
die letzte. Ja. Also es ist doppelt abgedichtet. Ganz, ganz schönes Waschbecken hier mit einem ganz tollen Wasserhahn darüber auch, der frei bewegbar ist, den man sich dann also auch zum Haarewaschen zum Beispiel Alles, ganz gut genau. bewegen kann. Auf dieser Seite sehen wir jetzt auch schon die Armaturen, wie wir eben ja im Kleiderschrank gesehen haben. Dahinter dann auch mit Wartungsklappe. Touchlampen. Wo muss ich denn hintouchen? Ah, in die Mitte, alles Genau klar. in die Mitte. Genau in die Mitte. Dann kann man sich hier also auch ein bisschen drin hübsch machen. Hat einen richtig großen Spiegel dann auch zur Verfügung dafür. Daneben natürlich wieder Schrankflächen, 230 Volt, alles, was man hier so braucht. Ihr fragt euch vielleicht, wo ist denn jetzt die Toilette? Die haben wir da unten drin. Ist dann einfach zum Rausziehen. Porta Potty, erprobt und gut. Und kann dann hier entsprechend reingestellt werden. Das stellen wir dann aber nicht einfach hier in die Duschwanne rein. So, und dann steht das, genau. Wenn wir jetzt also hier den Gitterrost drin liegen haben, dann können wir ganz problemlos hier vorne das Porta Potty rausziehen und haben hier also auch wirklich richtig viel Platz. Ich gehe jetzt tatsächlich mal ausnahmsweise mal rein. Tue ich normalerweise nie, aber wir haben ja den Gitterrost. Ihr wisst, dass ich ein großer Kerl bin, ne? 1,90 Meter. Also ich kann hier tanzen. Ich kann hier Cha-Cha-Cha machen, während ich dusche. Das Wetter ist so umgeschwungen. Ja. Regenschirm liegt da hinten drin. Ja. Jetzt kommt die Sonne raus und knallt richtig. Ja. Wir haben noch mal so ein richtiges Traumwetter hier an der Kieler Förde zum Feierabend hin. Ja, genau. Aber wir haben noch eine Sache überhaupt noch nicht jetzt weiter besprochen. Er hat jetzt ja daran gebaut. Wie lange hast du gebaut? 2 Jahre? Ja, circa 1000 Stunden. Wenn wir damit mal auskommen. Ne? Also das ist die Schönrechnung, die er für seine Frau gemacht hat, möchte ich mal wetten. Oder? So wie 3-mal Alcantara-Stoff bestellen, bis einem dann der 4. gefällt. Genau. Ne? Er ist jetzt fertig mit dem Projekt. Der ist fertig, der ist reisefertig. Den könnt ihr sofort nutzen, der geht sofort mit euch auf die Bahn. Er hat einen Austauschmotor drin, der erst 100.000 gelaufen hat. Rost ist bei dem Fahrzeug kein Thema. Der ist komplett durchgewartet, hat gerade Ölwechsel und alles gekriegt. Wirklich das rundum sorglos Paket. Wenn euch das Fahrzeug angesprochen hat, ich werde euch unter dem Video eine E-Mail-Adresse einblenden, an die ihr euch wenden könnt, wenn ihr mit ihm Kontakt aufnehmen wollt, weil euch das Fahrzeug interessiert. Damit ihr aber eine Hausnummer habt, wovon wir eigentlich sprechen, darfst du jetzt einmal sagen, was dir so ungefähr vorschwebt, damit du in dein nächstes Projekt starten kannst. Also schwebt mir ungefähr 62.000 Verhandlungsbasis. Na, das ist das Gut, ganz wichtige bisschen- Wort, Verhandlungsbasis. Ich sage immer, verhandelt wird vor Ort. Also Genau. da jetzt irgendwo dann vorweg schon sagen, ja, nee, viel zu viel, dies, das, jenes, das bringt alles nichts. Wenn das grundsätzlich für euch vom Preissegment passt, dann kann man natürlich nachher über den letzten Betrag dann irgendwo ein bisschen diskutieren und sagen, Mensch, das und das, so und so sehen wir das. Das geht, dafür ist die Verhandlungsbasis auch gedacht, Ja. aber nicht bereits im Vorweg, was letzter Preis und so weiter. Nein. Das macht keinen Spaß. Nein. Na? Und in diesem Sinne, mir hat Spaß gemacht, mir das Auto anzugucken. Wir haben auch ordentlich ein bisschen rumgefrotzelt. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, wir haben die doppelte Zeit gebraucht, weil ich habe alles, was ich euch eben gezeigt habe, hat er mir einmal vorweg gezeigt und dann haben wir es nochmal gefilmt. Na, weil wir eigentlich gehofft haben, dass das Wetter, das jetzt rausgekommen ist, früher rauskommt. Ja. Aber ich schicke jetzt nochmal die Drohne in die Luft, na, und ihr könnt uns nochmal schön Bye-Bye winken. Was sage ich denn immer Was am sagst Ende du immer? eines Videos? Ja. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da. Wer nicht abonnieren will, ist nicht so schlimm. Aber ihr verpasst keins meiner Videos mehr und ich freue mich über jedes eurer Abos. Bis zum nächsten Mal, euer Michael und in diesem Fall Ralf. Ralf. Ciao, ciao.